Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und das hier ist Episode 3 voller Tipps und Tricks rund um den Škoda Enyaq iWi. Wenn du Episode 1 und 2 noch nicht gesehen hast, die Links sind unten in der Beschreibung, es lohnt sich. Viele dieser Sachen, die du hier heute siehst, die findest du natürlich auch im Alltag selber heraus oder könntest sie in der Betriebsanleitung nachlesen. Aber hey, wer schaut schon in Betriebsanleitungen? Und es ist immer schön, so etwas ja auch in der Praxis einmal gesehen zu haben. Noch eine wichtige Anmerkung, das alles habe ich mit der Softwareversion 0795 gemacht. Ich habe noch keinen geupdateten Enyaq, von daher kann ich dir nicht garantieren, dass es noch gleich in der ME3-Variante funktioniert. Nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich vieles auch mit der ME3 anwendbar sein. Auf geht's! Zum Schutz des CCS-Steckers haben unsere Elektroautos diese Kappe hier. Und hier oben ist tatsächlich auch der Schlitz drin, den man für alle MEB-Plattform-Fahrzeuge braucht. Denn bei den VW-Modellen gibt es hier unten so einen Haken, um es dann zu versorgen, damit die Kappe nicht so runterbaumelt. Typisch German Overengineering, würde ich sagen. Bei Škoda hat man das simply clever gelöst. Wenn ihr also nicht möchtet, dass das Ding hier rumbaumelt, ja, dann steckt es doch einfach da rein. Und fertig ist es versorgt, es hält und funktioniert. Da muss man nicht erst unten nach einem langen Haken suchen und dann geht es auch wieder direkt zurück. Und das Schöne ist, es spielt überhaupt keine Rolle, wie ihr das da reinsteckt. Ihr müsst nicht darauf achten, dass das Ding genau oben drauf baumelt. Finde ich simply clever. Wer das Transportpaket hat, der hat ja auch den doppelten Ladeboden. Und in diesem doppelten Ladeboden hier unten habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, wofür diese Aussparung hier ist. Nun, ganz einfach, da passt ein Ladekabel hinein. Ja, hier so ein klassisches Typ 2 kann man hier reinlegen und hat es versorgt. Und dann passt der Deckel einfach wieder oben drauf. Jetzt kann man natürlich berechtigterweise die Frage stellen, warum sollte ich das da unten machen, wenn ich doch im Transportpaket auch diese schöne Tasche dazu bekomme, wo das Ladekabel auch problemlos hineinpasst. Aber hey, es geht ja nicht darum, ob alles Sinn macht. Es geht nur darum, ob es funktioniert, und das funktioniert auch einwandfrei. Ein Vorteil ist natürlich, wenn das Kabel nass und dreckig ist und ihr legt es da hinein, dann könnt ihr hier viel einfacher auswischen wie diese Tasche. Leider auch nur mit dem Transportpaket, weil ihr braucht diesen Einsatz dafür. Und wer sich jetzt fragt, wofür sind diese Aussparungen hier, der guckt am besten mal das Tipps und Tricks Video 2. Da zeige ich euch, wie ihr hier oben das Rollo hier unten drauf verstauen könnt. Ein Nachteil, wenn ihr hier ein Kabel reinlegt, könnt ihr hier das Rollo aber nicht mehr verstauen. So sollte das Display im Normalfall aussehen. Doch manchmal kommt es ja bekanntlich zu Abstürzen in unseren Enyaqs. Und das betrifft nicht nur diese Multimedia-Einheit. Der ein oder andere hat das, was ich euch jetzt einblende, vielleicht auch schon mal während der Fahrt erleben müssen. Nämlich den Totalausfall von Informationen und Warnungen. Ihr habt nicht mal mehr eine Geschwindigkeitsanzeige. Weder vorne im Display noch im Head-Up-Display. Und da kann man dann schon leicht panisch werden, obwohl das Auto noch immer ganz normal fährt. So unangenehm das ist und so sehr das auch nicht passieren sollte, sollte man hier einfach die sogenannte Busruhe nutzen und schauen, ob das Problem von alleine weggeht. Ich weiß, dass das nicht sehr vertrauensfördernd ist, wenn es dann von alleine weggeht, aber man kann sich viele Werkstattbesuche einfach sparen, wo das Ergebnis ist, oh, wir haben nichts gefunden. Die Busruhe heißt, der Datenbus hier im Enyaq, über den all die ganzen Steuergeräte kommunizieren, ist einfach für circa 20 Minuten aus. Das macht ihr, indem ihr das Fahrzeug einfach abstellt, abschließt und euch vom Fahrzeug entfernt, sodass es wirklich mindestens 20 Minuten steht. Danach starten im Allgemeinen beim nächsten Öffnen des Fahrzeugs alle Rechner neu und viele dieser Fehlermeldungen sind einfach weg. Achtung, wenn ihr dem nicht traut, dann fahrt lieber in die Werkstatt. Das hier ist kein Rat, dass man damit, also mit der Busruhe, alles lösen kann. Das ist lediglich der Hinweis, dass ihr das probieren könnt auf eigene Gefahr und wenn dann die Probleme weg sind, auch wieder auf eigene Gefahr weiterfahrt. Ich habe hier einmal eine
Route mit 3 Zwischenzielen geplant. Mehr als 3 Zwischenziele ist ja beim Škoda Enyaq auch nicht möglich. Wir haben hier diese Ladesäule, den Ort Mels und den Ort St. Margrethen auf dem Weg nach Islikon. Und wenn ihr ein Zwischenziel nicht mehr in der Liste anfahren wollt, könnt ihr das ganz einfach löschen. Geht mit dem Finger drauf und zieht nach links und dann kommt da der Mülleimer. Das Zwischenziel verschwindet und die Route wird neu berechnet. Das Ganze nochmal mit dem Finger drauf, nach links wischen, das Löschsymbol kommt, auf den Mülleimer gehen und das Zwischenziel ist gelöscht aus eurer Route. Und wo wir gerade bei der Navigation sind, hier oben könnt ihr umschalten, wenn ihr nicht die Ankunftszeit wie jetzt 11:39 Uhr sehen wollt, sondern die verbleibende Fahrzeit. Einfach mit dem Finger drauf tippen, 58 Minuten, 11:40 Uhr. Wenn ich das hier mache, seht ihr, ändert das auch hier oben auf 58 Minuten. Ich mache es nochmal, 11:40 Uhr. Leider könnt ihr hier nicht drücken. Das heißt, es geht nur dort. Und leider ändern auch beide Anzeigen. Es wäre natürlich schön, ich könnte an der einen Stelle die Ankunftszeit und an der anderen Stelle die verbleibende Fahrtdauer anzeigen. Aber für diejenigen, denen die verbleibende Fahrtdauer lieber ist, einfach da drauf drücken oder nochmal drauf drücken. Auch hilfreich für jene, die es vielleicht aus Versehen verstellt haben und sich fragen, wie komme ich wieder zurück? Mautstraße voraus, Vignette erforderlich. Wer in Österreich oder der Schweiz oder anderen vignettenpflichtigen Ländern lebt, der kennt die Ansage von Laura wahrscheinlich aus dem FF und zur Genüge. Abschalten kann man sie leider nicht komplett und sie kann mitunter sehr nervig sein. Ich habe Situationen, wo Laura das 2, 3, 4 Mal hintereinander sagt. Es gibt aber einen kleinen Trick, wie man Laura zumindest teilweise zum Schweigen bringt. Und zwar, das ist auch der Grund, warum ich euch gerade Lauras lustige Stimme hier nicht zeigen kann, unter Setup, Grundfunktionen, Nutzungsverhalten lernen, ausschalten. Dann lernt der Enyaq zwar nicht die Fahrtstrecken, die ihr im Allgemeinen fahrt, somit aber auch nicht die Autobahnstrecken, die ihr im Allgemeinen fahrt. Und wenn ihr wie ich zum Beispiel immer über die Autobahn zur Arbeit fahrt, dann hört ihr den Spruch von Laura jeden Morgen. Da sie jetzt nicht mehr weiß, wo man hinfahren will, kann sie das auch nicht mehr sagen. Und somit ist Laura einfach im Alltag still. Außer ihr plant natürlich eine Route über mautpflichtige Straßen, dann wird Laura die Ansage machen, aber nur einmal. Ihr verliert dabei ein bisschen Funktionalität, eben so Vorhersagen rund um das Nutzungsverhalten, aber ganz ehrlich, darauf kann man durchaus auch verzichten, dafür, dass man seine Ruhe hat. Also Nutzungsverhalten lernen, ausschalten und dieser Spruch ist Geschichte. Dass man hier unten auf dieser Leiste swipen oder streichen kann, wissen viele. Und mit einem Finger verändert sich hier jetzt einfach die Lautstärke. Diese Leiste kann aber in Abhängigkeit des Menüs, in dem man ist, noch mehr. Und sie ist auch multitouchfähig. Ja, hier passiert jetzt nichts. Doch wenn ich in die Navigationsansicht wechsle und das Ganze mit 2 Fingern mache, dann seht ihr, zoome ich herein und zoome wieder heraus. Und das Ganze geht natürlich auch mit dem sogenannten Pinch, diesen 2 Fingern, reinzoomen und rauszoomen. Benutzt ihr hier jedoch wieder nur einen Finger, dann steuert ihr auch hier die Lautstärke. Vielleicht noch an der Stelle, unabhängig von der Leiste, hier unten einen Tipp am Rande. Natürlich könnt ihr auch hier auf dem Display den Pinch machen, aber ihr könnt auch mit 2 Fingern in dem Fall den Winkel der Karte bestimmen. Und im Klimamenü funktioniert das Ganze übrigens auch. Wenn ihr hier im Klimamodus mit dem Finger drüber streicht, seht ihr, ändert sich die Temperatur. Die Radiofavoriten für jene, die gerne Radio hören, kann man auf 2 Weisen hinzufügen. Da ist zum einen der Weg, dass ihr den Sender, so wie jetzt hier hört, auf die Favoriten geht und einfach auf Plus drückt und ihr seht, der Sender ist da nun vorhanden. Es gibt aber auch noch einen zweiten Weg. Für diesen müsst ihr einfach mit dem Finger lange auf den Sender drücken, dann erscheint das Speichern-Menü und ihr könnt ihn ebenfalls direkt unter euren Favoriten ablegen. Die Symbole hier oben sind nicht bloß Symbole, sondern, das werden die meisten wahrscheinlich wissen, können auch betätigt werden, um das Licht komplett im Auto einzuschalten und vor allem, um abzuschalten, dass das Licht angeht, wenn ihr die Türen öffnet. Und dementsprechend einfach draufdrücken. Und jetzt seht ihr, leuchtet das Symbol.
Und das Licht wird nicht angehen, wenn ich die Tür öffne und nochmal draufdrücken. Die Funktion ist wieder deaktiviert. Und bei dieser Taste das gleiche, einmal draufdrücken. Ihr seht, das Licht ist angegangen. Ich schwenke mal nach hinten, dass ihr das vielleicht auch seht. Da ist es auch angegangen. Und wenn ich nochmal draufdrücke, dann geht das Licht auch wieder aus. Wer die elektrisch verstellbaren Sitze hat, der hat auch die automatische Beifahrerspiegelabsenkung im Rückwärtsgang. Doch ich bin mir fast sicher, dass viele die nicht nutzen, weil sie es gar nicht genau wissen, wie das funktioniert. Mir ging es genauso und darum zeige ich euch, wie ihr das jetzt einstellt. Und das beginnt zunächst einmal hier vorne, indem ihr in das Fahrzeugmenü geht, Außen, Spiegel und sicherstellt, dass Absenken im Rückwärtsgang hier aktiv ist. Ist das der Fall, dann müsst ihr jetzt einstellen, wie der Spiegel abgesenkt werden soll. Dafür muss das Fahrzeug Zündung ein haben, so wie jetzt bei mir. Dann stellt ihr hier drüben das Drehrad auf den rechten Spiegel R. Als nächstes müsst ihr den Rückwärtsgang einlegen. Und jetzt seht ihr, der Spiegel, wahrscheinlich war ich etwas zu spät, verstellt sich. Jetzt stellt ihr den Spiegel ein, wie ihr ihn absenken wollt. Ich mache das mal bewusst besonders drastisch so. Und wichtig, zum Speichern müsst ihr jetzt den Rückwärtsgang wieder rausnehmen. Wenn ihr nun das Fahrzeug startet und den Rückwärtsgang einlegt, seht ihr, senkt sich der Spiegel von alleine ab in die gerade eingestellte Position. Wenn ihr dann hier zurück auf D schaltet, dann werdet ihr euch wundern, dass der Spiegel immer noch in dieser Position ist. Der Grund ist, dass er dort so lange bleibt, bis ihr ca. 15 Stundenkilometer fahrt und erst dann sich zurückbewegen wird. Und genau das machen wir jetzt mal hier auf dem Parkplatz. Und ihr seht, jetzt hat er sich zurückgestellt auf seine normale Fahrposition. Und wenn ich jetzt wieder den Rückwärtsgang einlege, dann senkt sich der Spiegel erneut ab in die gerade eingestellte Position. Haben diese Tipps und Tricks dir geholfen und hat dir das Video gefallen? Na, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Das ist bekanntlich gratis und für mich ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Und wenn deine Unterstützung noch ein klein wenig weitergeht, dann findest du unten in der Beschreibung einen PayPal-Link für eine kleine Spende oder du nutzt das YouTube Thanks. Das ist das Herz mit dem Dollarzeichen unten unter dem Video. Im Gegenzug gibt es auf diesem Kanal deutlich weniger Werbung. So gibt es beispielsweise keine Midrolls, also die Werbeunterbrechungen während des Videos. Unabhängig der Länge kannst du alle meine Videos an einem Stück durchschauen. Ich habe auch keine Overlay-Einblendungen, die du wegklicken musst, und oben in den Infokarten gibt es auch keine Werbung. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video schon wieder wiedersehen und bis dahin bleib energiegeladen. Von daher musst du selber schauen. Und diese Klappe hält natürlich nicht nur so akkurat reingesteckt, sondern auch in, ja, okay, das vergessen wir wieder. Ja doch. Ja doch, nur nicht so. Ach. Ich nehme den zweiten Finger dazu und mit 2 Fingern passiert auch nichts. Warum auch immer. Ah, jetzt. Verändert sich die Tastatur. Wichtig dabei, verändert sich nicht die Tastatur, sondern die Temperatur. Ja, wer sich jetzt fragt, warum das Outro keinen Sonnenschein hat, naja, das liegt einfach daran, dass ich es zwar eingesprochen habe, aber vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Das ist kein klassischer Outtake, aber auch super nervig. Und darum stehe ich am nächsten Tag wieder hier. Jetzt ist es allerdings bewölkt und filme nur eben das Outro nach. Ja, das passiert halt auch, wenn man Videos macht.